wir sollten jede Chance nehmen auf einen positiven, warmen Kaffeebreak, weil man weiß nie, wann es pisst. Diese Richtung sieht trotzdem übel aus. Das war wirklich ein traumhafter Strand. Irina hat mir gerade mit dem Gesichtsausdruck, ihren roten Augenlidern mitgeteilt, dass sie ziemlich am Arsch ist. Oh je, Moped hat gar keinen Bock mehr. Einfach komplett den Geist aufgegeben. Also, zweiter Versuch nach einer kurzen Pause. Update. Motorrad funktioniert nicht ausreichend. Hat gerade vorhin wieder verkackt. Die Gasannahme war komplett weg. Echt ärgerlich und wollte gar nicht mehr fahren. Dementsprechend ist der Plan, morgen das Moped nach Dublin zu bringen. Freundin bleibt 2 Nächte hier und ich hole uns einen Mietwagen. Und dann ist der Urlaub mit dem Moped leider so gelaufen, würde ich sagen. Und wir rechnen auf jeden Fall, dass die Reparatur ein paar Tage braucht. Und dementsprechend danach geht es weiter mit einem Mietwagen. Vermutlich. Wir fahren mal zur Unterkunft. Ein Marder, glaube ich. Was man hier für Irland erwähnen muss, es gibt überall wahnsinnig tolle Bankern für Jauser. Immer bei den schönsten Orten, genauso wie man sich das sonst träumt und sich denkt, verdammt, hier gibt es kein geiles Plätzchen, um sich hinzusetzen. Hier gibt es immer ein geiles Plätzchen. Also schaut, dass ihr immer eine Jause dabei habt und dann könnt ihr ganz gemütlich dort sitzen und die Aussicht genießen. Eine Richtung kostet hier keine 5 Euro, sondern 23 Euro. Aber ist uns heute einfach scheißegal, weil es ist doch der letzte Tag mit dem Moped. Wir haben ein kaputtes Moped und da drüben ist eine tolle Unterkunft und da werden wir es uns einfach gut gehen lassen. Da gibt es noch Platz. Da kommen Mopedfahrer. Unfassbar. Genau wenn man es braucht. Leicht bergauf. Komplett Totalversagen des Motors. Grandioso. Wir machen jetzt mal einen KTM Superadventure S1290 Beschleunigungstest. Jawohl, festhalten. Oh, jawohl. Gut alles. Ja, doch, boah. Voller Schrott, der Leistung. Ja, das war's. 0 auf 60 in 10 Sekunden. Da, Bellevue Guesthouse. Jeppa. Wir sind gut angekommen. Wahrscheinlich war es das für heute. Macht's gut. Normalerweise ist das der Busparkplatz, aber es ist geschlossen einfach um die Zeit. Deshalb glaube ich, kann man ohne Stress rein. Cliffs of Moher. Willkommen, noch ein kleiner Abendausflug. Aber ich glaube fast die Sonne sehen wir nicht mehr. Ist hinter die Wolken. Mobilitätsservice, absoluter Schrott. Schatz, du kannst gerne rauskommen, dass du weißt, dann höre ich einfach auf. Egal, kümmere dich einfach nicht. Komm raus, wenn du fertig bist, dann hau ich ab. Kommst du jetzt raus? Tschüss. Einen wunderschönen guten Morgen. Unsere KTM tritt heute die letzte Fahrt dieses Urlaubs an. Davon gehe ich mal aus, außer die Rückfahrt vielleicht noch. Wir bringen sie nämlich nach Dublin zur Honda-Werkstätte, die sich auch um KTM-Mopeds kümmert, weil wir
XYZ Fehlermeldungen haben. Motorkontrollleuchte, Traktionskontrolle, Geschwindigkeitsregelung, das Gas wird nicht angenommen. Dementsprechend, ich flitze jetzt ab. Es hat natürlich Pisswetter, das wird ein Riesenspaß. Bis später. Oh yeah. Rock and Roll. Optimales Wetter, schaut euch das an. Also diese Unterkunft, hier kurz auch der Eindruck. Toll, da haben wir hier die Kühe, Meerblick. Link gerne in der Videobeschreibung. Ganz nettes Ehepärchen. Und jetzt dieses Moped noch gehalten hätte. Echt, macht mich schon ein bisschen provoked. Nein, ist schon ein bisschen, ich finde es echt ärgerlich. Also erstens muss ich sagen, hier nochmal das Review von der Africa Twin. Ich bin mir sicher, sie würde jetzt noch fahren. Dann eigentlich ja an Position 2 damals, also 1 war ja KTM, 2 war für mich die Harley Davidson. Bin mir sicher, auch die Harley Davidson würde noch fahren. Ich habe ja schon zu diesem Zeitpunkt bestimmt das Review-Video vom KTM Mobilitätsservice. Das KTM Mobilitätsservice kann man einfach nur als komplett Vollversager bezeichnen. Ich war ja bei der Werkstatt und die haben mir gesagt, mach das Service nach deiner Rückreise einen Monat früher oder später, hat keine Auswirkung. Passt, also komme ich nach Hause und mache quasi nach der Rückreise vom Urlaub im Sinne von, da ist überall Verschleiß passiert, mach den Servicetermin. Und dann rufe ich an und der sagt mir einfach nur, jo, Ihre Fahrgestellnummer ist abgelaufen. Sag ich, was heißt das? Ja, das Moped ist nagelneu. Ich habe extra mit der Werkstatt vor dem Reisebeginn gesprochen. Wir fahren natürlich bei diesem optimalen Wetter ohne Traktionskontrolle, aber andere Geschichte. Genau, dann sage ich habe extra noch mit der Werkstatt gesprochen. Ja, nein, wir können Ihnen nicht helfen. Ihre Nummer ist abgelaufen. Und das war es dann auch schon. Dann habe ich gesagt, ja, ich bin aber hier in Irland und ich würde nur gerne wissen, wegen der Fehlermeldung, ist das was eine andere Werkstatt, also nicht KTM fixen kann, wenn der Gasgriff vielleicht defekt ist oder was auch immer. Nein, leider, wir können Ihnen gar keine Auskunft geben. Technische Informationen habe ich auch gar keine und wir können Ihnen auch keine Hilfe schicken. Auf Wiedersehen. Ja, und das war die Erfahrung. Wirklich traurig. Aber jetzt geht's los. Auf zu den netten Menschen von Honda, die sich hier in Irland um KTMs kümmern. Direkt in Dublin. Lasst ein Like und ein Abo da. Danke! Geil! Und kein Witz, in dem Moment jetzt funktioniert wieder alles. Linksfahren übrigens. Aber an solchen Stellen, wo ich normalerweise 26 Mal rausfahren würde, so wie vor ihm auf jeden Fall, kann man hier einfach nicht, weil es keine Leistung gibt. Vollgas! Schaut euch das an! Jawohl! Oh, den Gas angezogen habe ich ewig nicht. Erledigen wir gleich. Dann können wir durchfahren. Schauen wir mal. Das hätte ich nicht machen sollen. Genau, alles. Diesen ACC-Fehler brauchen wir wieder. Wenn wir den haben, dann funktioniert die Beschleunigung mit diesem 1%-Modus. Solange wir den nicht haben, sind wir am Arsch, Alter. Alter. Letztens bin ich über eine Bodenwelle gefahren und dann hat es funktioniert. Oh. Jawohl! Geil! Okay, nie wieder ausschalten, bis ich da bin. Wenn der Ire schneller fährt als wir, erbärmlich! So sowas liebe ich auch, wenn du nur Fehlermeldungen am Fahrzeug hast, aber alles wird grün angezeigt. Weltklasse Designentscheidung! Also, Skoda vor uns ist schneller, sehen wir gleich. Abgehängt! 1,10 € angeblich. Schauen wir mal, ob das so passt. Hey there. A little bit wet, but just perfect. By car, please. Just thanks a lot. Doesn't seem to work. Just get the gloves off. Perfect. Thanks. Jawohl! Mann, bin ich froh. Irgendwie mein rechter Arm hier am Einschlafen. Oh. 3 Stunden Regen. Oh Junge, Alter. Okay, ich dachte, da kommt ein Kreisverkehr. Alles klar. Da kommt was Ähnliches. Geil, geschafft. Hallihallöchen, wir sind da. Wir müssen nur noch die Einfahrt finden. Irgendwo hier muss es sein.
Geil, 3 Stunden Regen, abgefahren. So lang bin ich noch nie Vollgas gefahren. Wahrscheinlich wäre ich von München aus schon in Berlin, wenn ich in München mit voller Leistung hier Vollgas gefahren wäre. 3 Stunden regnen, jawohl! Yes! KTM! Oh. Halleluja! Two Wheels, bin ich happy. Endlich angekommen. Schauen wir mal, was geht. Oh yes, Mietauto abholen. Unser neues Reisevehikel. Möge das Abenteuer in diesem Wahnsinnshybrid weitergehen. Wichtige Info für alle da draußen, man braucht echt eine echte Visa-Karte und keine Visa-Debitkarte, weil man kann auf die Debitkarte wohl keine 1500 € Leihgebühr vorbelasten, temporär belasten. Das heißt, ich habe jetzt bei Europcar echt eine eigene Versicherung abschließen müssen, damit man eine Debitkarte verwenden kann, eine Visa-Debitkarte. Hat bisher echt noch nie Probleme und ich bilde mir ein, die wurde auch schon mal belastet, aber sie sagen auf jeden Fall, sie akzeptieren nur Visa-Kreditkarten, originale Kreditkarten. Bin noch nie in so einen Fall gelaufen, deshalb am Arsch. Ich fahre mal wieder 3 Stunden zurück in den Westen. Ciao! Wenn deine Freundin unbedingt von einem Baum einen Ast mitnehmen will und du bei der Unterkunft fragst, ob es in Ordnung ist und man sagt wirklich ja. So, einen wunderschönen guten Tag. An Tag Nummer 17. 17, genau. Also ich bin gerade hier und wir haben gerade von diesem Baum hier diesen wunderbaren Ast mitgenommen. Genau, wir sind jetzt den 2. Tag mit unserem supergeilen Toyota Corolla unterwegs und ich muss sagen, wirklich ein tolles Fahrzeug. Solange du dich nicht auf Lane Assist verlässt und in den Gegenverkehr steuerst oder in die Hecke oder in den Baum oder in die Steinmauer, ist alles wirklich großartig. Was haben wir... Entschuldigung, bitte. Hass. Spaß. Was haben wir gestern gemacht? Wir sind gestern circa von der Höhe von Limerick hier raufgefahren und haben jetzt bei Galloway, sind wir gerade, hier wieder ein Wahnsinns Bed and Breakfast gefunden. Deshalb Link gerne in der Videobeschreibung. Eine super nette Dame. 100 € die Nacht inklusive leckerem Frühstück und wirklich ein angenehmes Zimmer mit einem großen Bad, muss man wirklich sagen. Wir sind schon drauf gekommen. Erstens, alle Waschbecken sind immer nur mit Kalt- und Heißwasser separiert und alle Duschen hier kommen von oben. Das heißt, für die Dame des Hauses ist es blöd, wenn man sich einfach nur den Kopf waschen will, weil man kann quasi immer nur von oben sich komplett waschen oder wenn man nur duschen will, ohne den Kopf zu waschen. Das ist die wichtigere Aufgabe, soweit ich weiß. Genau, geht das halt auch schwer, weil das Wasser von oben kommt, kaum Probleme. Aber was es noch zu erwähnen gibt, hier diese Gegend war eigentlich der Küstenabschnitt südlich von Galloway. War wirklich wunderschön, ist eher so kroatische Küste, eher so diese Steine, hier natürlich ein bisschen grün auch, war wirklich schön, aber genau gibt es in Kroatien auch, war aber bisher für uns hier in Irland einzigartig. Von KTM in Dublin haben wir das Feedback gekriegt, dass das Motorrad repariert ist, es ist ein Shift-Shaft-Sensor gewesen, was auch immer das ist. Wir denken, also der Schaltautomat hat nicht mehr funktioniert und die Ganganzeige auch nicht, das heißt, ich würde wirklich annehmen, es war quasi der Sensor, der den Gang ausliest und auch den Schaltautomat unterstützt und der hat quasi alles andere mitgenommen. Bedeutet Motorkontrollleuchte, ACC, Geschwindigkeitsregelung und Traktionskontrolle hat alles dieser Shift-Shaft-Sensor mitgenommen. Man hat einen 40 Kilometer Testride gemacht und alles funktioniert jetzt perfekt. Ein kleines Update von ein Jahr später. Und zwar, was wir wissen, sie haben vor Ort leider einfach nur ein Bauteil gewechselt. Und so wie wir es auch hatten, waren dann einfach alle Fehlermeldungen weg. Und das war der Lösungsansatz. Dementsprechend alle anderen Fehlermeldungen hat man einfach ignoriert. Weil ich bin ja ein Jahr später genau mit demselben Fehlerbild wieder liegen geblieben. Und das Spannende ist, ein Jahr später ist das Motorrad zwar 1 Monat in der Werkstatt gestanden und ja, ich habe ein neues Display gekriegt und ich habe einen neuen Dämpfer gekriegt wegen der Preload Adjuster Fehlermeldung und Dämpfung Fehlermeldung. Aber sonst hat man einfach nichts getan und hat wieder gesagt leider, man hat das neueste Update aufgespielt und alle Fehler waren weg. Tja, temporär. Weil, wie wir wissen,
Ein halbes Jahr später bin ich in einem Monat dann wieder 4-mal liegen geblieben. Videos gerne hier. Wieder mit demselben Fehlerbild. Daher, wo der Wurm drin ist, ist schwer, ihn rauszubekommen. Besonders mit dem Lösungsansatz. Wir spielen die neue Software auf und dann ist alles wieder weg. Und wir haben sie hier gesehen. Ich hatte täglich den Fall, 3-mal pro Tag waren alle Fehler wieder weg. Sehr mühsam. Ich bin sehr gespannt. Wir bleiben für den Rest des Urlaubs auf jeden Fall in unserem Toyota, machen hier gemütlich Kilometer und sind auch bei einem düsteren Wetter. Heute wird es angeblich auch wieder regnen, aber man sieht eigentlich da hinten, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber da hinter dem Haus, genau da regnet es auf jeden Fall schon. Man sieht draußen erstens extremer Wellengang, zweitens dieses diesige, heißt immer schon quasi gefühlt in 3 Kilometer Entfernung regnet es wahrscheinlich schon. Zu dem Wetter, was ich gerade gelernt habe und was die Statistik, ich frage alle Leute, wie ist es mit dem Wetter, wie ist dieses Monat und wie ist es allgemein in Irland. Was alle Leute hier bestätigen, bisher, also es ist ungefähr 6:1. Eine Dame hat gesagt, irischer Sommer und irisches Wetter ist halt einfach immer scheußlich. Deshalb ist es hier so grün, weil es so viel regnet. Okay, damit kann man leben. Das ist natürlich, das sagen schon alle, hier regnet es einfach viel, okay. Aber ist Juli und August wirklich das beste Monat zum Reisen? Und da haben wir eigentlich das Feedback gekriegt, nein, weil Mai und Juni und September deutlich stabiler sind als der Sommer. Wir kennen das ja von uns auch. Im Sommer gibt es oft einfach so Sommergewitter und manchmal bricht einfach die Hölle über einem ein. Und hier ist es einfach wohl sehr instabil und dieser Sommer, also dieser Juli, soll wohl zusätzlich extrem schlecht vom Wetter sein, im Sinne von einfach extrem Niederschlag. Also ich würde wirklich sagen, auf unseren 3 Wochen hier bisher haben wir 4 bis 5 Tage Sonnenschein. Maximal. Den Rest eigentlich immer Regen. Die Frage ist nur, wie viel. Bestimmt auch 5, 6 Tage Höllenregen, also wo es wirklich aus Kübeln gießt. Die restlichen Tage halt so, es regnet mal eine halbe Stunde, mal 5 Minuten, so leichtes Nebelreißen, feucht ist die Luft eigentlich immer und bewölkt. Aber auf jeden Fall hat es ein paar Mal pro Tag auch geregnet in den restlichen Tagen. Das heißt, statistisch gesehen maximal, ja, 1/3, aber ich würde eher sagen, 20-30% der Zeit ist es hier schön und den Rest hat es wirklich geregnet. Das heißt, wirklich übel. Dort wieder mal verrückte Fahrradfahrer. Und wir müssen wirklich sagen, für uns beide, die Leute, die hier am absolut craziesten sind, und man sieht hier so viele davon, sind Fahrradtouristen oder so Gravelbiker, die Mehrtagestouren machen oder Rennradfahrer, die Mehrtagestouren machen oder einfach die so im Regen draußen herumfahren. Ja, es fängt gerade an zu regnen. Hier sieht man schon die ersten Tröpfchen auf der Scheibe, ihr wahrscheinlich nicht. Also die Fahrradfahrer sind die Hardcoresten, die fahren wirklich bei allen Temperaturen. Wir haben es mehrfach erlebt. Zum Wetter nochmal. Deshalb, wenn ihr vorhabt, hierher zu kommen, kommt im Mai, Juni oder im September. Dann ist es zwar nicht so warm draußen, also wirklich auch deutlich kühler, aber halt vom Wetter stabiler. Und genau, wenn ihr vor allem mit dem Motorrad reist, kommt es in diesen Monaten. Und ja, wenn ihr es einfach wirklich gemütlich haben wollt, meine Empfehlung, kommt hier 10 Tage, 2 Wochen, nehmt euch einen Mietwagen, seid auf alles vorbereitet, fahrt einfach hier die Küste ab. Ich will noch ein eigenes Video machen mit den besten Spots, die einfach schön sind, finde ich. Man muss auch nicht alles sehen, die Küste ist eigentlich immer dasselbe. Logischerweise ist es eine schöne Küste am Atlantik. Aber ja, Küste ist Küste. Ein paar Spots muss man gesehen haben. Und dann war es das auch. Deshalb, das war ein wunderschönes Update. Wir gehen jetzt nach Galloway zum Spazieren ein bisschen und fahren dann weiter in Richtung Norden, vermutlich in Richtung Sligo. Noch 4 bis 5 Tage für uns. Wir genießen es. Macht es gut. Ciao. Musst du schon ein bisschen grauen so? Musst schon ein bisschen so? Ist nicht mein Bike. Warte, schau mal. Der hat hier Klöten hängen, Alter. Der Spinner. Hallo! Full Irish Experience, bitte. Rein mit dir, Alter, es regnet. Oh. Ja.